Mein großes Patchwork-Top habe ich zu Ende gepatcht und meine Maschine hat mich dabei super unterstützt. Jetzt hat sie Öl verdient. Wir ölen unsere Maschine mit einem Ölfläschchen mit einer kurzen Nase, mit einem originalen Ölfläschchen, mit dem gleichen Öl und mit dem Scherentrick. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir ölen los. Hey. Hier ist meine super schöne zu ölende Maschine, eine extra Lampe, damit wir gut schauen können und mein Nähmaschinenöl. Und ich habe hier das Nähmaschinenöl der Firma Nähplatz, also der Firma Philipp Teile. Die Firma Philipp Teile wird im nächsten Jahr 100 Jahre alt und seit genau dieser Zeit setzen sie sich mit dem Thema Nähmaschinenteile, deren Erhalt und Pflege auseinander und dazu haben sie ihr eigenes Öl entwickelt. Die Firma Philipp Teile hat einen Online-Shop, der heißt Nähplatz und den Link zu dem Öl auf dem Nähplatz setze ich in die Beschreibungsbox. Dieses Nähmaschinenöl hat eine kurze Spitze. Damit kann man schon eine ganze Menge machen. Ein paar Stellen, da kommen wir dann nicht so wunderbar mit hin und dafür habe ich ein Ölkännchen. Und dieses originale Pfaffölkännchen habe ich vor kurzem von einer Freundin geschenkt bekommen. Noch einmal herzlichen Dank für dieses wunderschöne Ölkännchen. Und wir füllen mal direkt ein bisschen von diesem sehr guten Nähmaschinenöl hinein. Hey! So, und wenn unser Nähmaschinenöl hier jetzt läuft, dann sehen wir das? Ich hoffe, wir heben es mal höher. So. Dann sehen wir, wie schön da jeder Tropfen einzeln abtropft. Und die meisten Stellen an unserer Nähmaschine brauchen tatsächlich nur einen Tropfen Öl. Nähmaschinenöl oder Feinmechanikeröl ist ein destilliertes und gefiltertes Mineralöl, dem Additive, also öllösliche Zusatzstoffe beigefügt werden. Und diese Zusatzstoffe sorgen dafür, dass das Öl eine Dünnflüssigkeit hat, dass es einen Korrosionsschutz bekommt, dass es hitzebeständig ist, dass es auf den aufgetragenen Stellen gut haftet, dass es eine Alterungsbeständigkeit aufweist und diese Additive sind von Firma zu Firma unterschiedlich beigemischt und dadurch verhält sich jedes Nähmaschinenöl ein bisschen anders. Und ich verwende dafür meine Nähmaschinen das Nähmaschinenöl von der Firma Nähplatz. Ein gutes Nähmaschinenöl ist meistens weiß. Durch Sonneneinstrahlung kann sich das ein bisschen gelblich verfärben. Es hat aber immer noch die gleichen guten Eigenschaften. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir unser Nähmaschinenöl auch an die Maschine bekommen. Ich stelle meine große Ölflasche einmal zur Seite und ich verschließe einmal mein kleines Ölkännchen. Hey! Als erstes möchten wir unsere Nähmaschine von unten ölen. Ich nehme trotzdem schon mal diesen Deckel ab. Und ich habe an meiner Nähmaschine noch diesen Aufsatz von Vivilux. Auch den nehme ich einmal ab. So. Ich stelle das Ganze zur Seite, damit ich jetzt nicht schon alles umkippe. Und wir kippen einmal unsere Maschine zurück. So, hier nehmen wir nun zuerst einmal unsere Spulkapsel heraus. Wenn wir unsere Maschine gereinigt haben, möchten wir sie ölen. Dieses Video geht über Ölen und nicht über Reinigen, also beginnen wir direkt mit dem Ölen und ich gehe davon aus, dass ihr eure Maschine schon von allen Wollmäusen befreit habt. Und überall da, wo wir Bewegung haben, wo Metalle gegeneinander reiben, braucht unsere Maschine einen Tropfen Öl. Damit wir da nicht auf die Suche gehen müssen, gibt es einen Ölplan. Diesen Ölplan finden wir in der Betriebsanleitung. Da steht einiges drin und wir arbeiten das auch nach und nach alles durch. Aber jetzt geht es ums Ölen.
Überall da, wo auf unserem Ölplan Pfeile sind, möchte unsere Maschine ein Tröpfchen Öl. Wir starten mit den Stellen, die nach jedem Projekt und nicht nach jedem Nähgang geölt werden. Und da haben wir einmal hier diese untere Stange. Sehen wir jetzt nicht direkt Bewegung. Glaubt mir, es gibt Bewegung in der Stange, sonst wäre sie da nicht. Und wir geben an der Stange ein Tröpfchen Öl. Wir lassen es einfach auftropfen. Wir wissen, unsere Ölkanne gibt genau einen Tropfen Öl her. Wir brauchen also nicht auf die Kanne drücken, sondern wir lassen es einfach eintröpfeln. Den Ölplan habe ich für euch kopiert und in der Beschreibungsbox verlinkt. Diese Stange darüber, da ist auch ganz viel Bewegung. Und auch hier geben wir einen Tropfen Öl. Upp. Den nächsten Tropfen Öl geben wir hier oben an die Stange. Da stellen wir das Ganze noch mal ein bisschen anders ein. Hoppala. Das Öl kriecht zudem, ich habe das Gefühl, ich habe gerade nur das Gehäuse geölt, also gebe ich noch einen Tropfen. Ein Tropfen reicht. Wenn ihr zu viel gebt, dann verharzt die Maschine. Und ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Tropfen hinein oder daneben geträufelt habe. Also nehme ich jetzt das restliche Öl eben wieder ab. Wir haben noch einen seitlichen Teil, den wir ölen, aber wir bleiben zunächst einmal bei dem unteren Teil der Maschine. Und zwar wandern wir von dem vorderen zum hinteren Ende. Wenn wir den hinteren Teil der Maschine nehmen, haben wir auch hier bewegliche Teile. Und auch da geben wir einen Tropfen Öl. Einmal wieder an der oberen Stange. Der nächste Punkt ist hier unten. So. Seht ihr das? Kann man das sehen? Oder gehen wir wir gehen ein bisschen tiefer. Fangen das ein bisschen besser ein. An der Stelle ein Tropfen. Ein Tropfen zu viel und der geht daneben. Aber das ist auch okay. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe den Tropfen da nicht richtig platziert. Hey! Obwohl, ich habe ihn da platziert. Das ist jetzt Spielerei. Aber ich mag das. Die nächsten beiden Stellen, die sind richtig versteckt. Die liegen unter der Kamera. Da werde ich die Kamera ein bisschen ausbauen müssen. So, diese beiden Stellen, um die geht's. Wir geben einen Tropfen Öl. Einen Tropfen Öl auf beide Stellen. Das müsste ich jetzt auch drehen, aber dafür müsste ich das anders halten. Und mir fehlt ein dritter Arm, das drehen wir gleich. Wenn ihr das geölt habt, dreht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben den oberen Punkt geölt, ganz wunderbar. Aber wenn wir jetzt bei dem nächsten Punkt schauen, dann sehen wir hier so einen roten Fleck. Und das sollte meine Maschine eigentlich überall da haben, wo die Maschine Öl braucht. Dann bräuchte ich nur hingehen und die roten Flecken suchen und an den roten Flecken ölen. Denn genau die Stellen erklären mir die einzelnen Ölpunkte. Bei dem roten Fleck, da ist so ein kleines Loch und in dieses kleine Loch tropfe ich einen Tropfen Öl. Da wird es richtig einfach. Und wir drehen, damit sich auch hier das Öl gut verteilt. So. Den unteren Teil der Maschine, den haben wir gut geölt. Was wir aber noch ölen müssen, ist der seitliche Teil. Bei diesem seitlichen Teil sehen wir hier zwei rote Punkte. Da möchten wir ölen und wir sehen hier so eine extra Ölbeschriftung. Auch da möchten wir ölen. Und diese drei Stellen, die sind richtig wichtig. Denn wenn wir die Maschine jetzt drehen, dann wird unser Doppeltumlaufgreifer über diese Stange betrieben. Und wenn der Doppelumlaufgreifer nicht ruhig läuft und ihr habt ihn schon hier geölt und das läuft noch nicht ruhig, dann nehmt euch mal die 3 Punkte vor. Dann habt ihr wahrscheinlich wunderbar gute Ergebnisse beim Nähen. So, denkt dran, das Öl ist sehr dünnflüssig. Gibt einfach, hier kann man diese kleine Nase, die kann man wunderbar einmal hineinhalten, einen Tropfen Öl abgeben. Hineinhalten,
einen Tropfen Öl abgeben. Hineinhalten, noch einen Tropfen Öl, jetzt müssen wir die hochkant halten. So, und noch einen Tropfen Öl. Und wenn was daneben geht, einmal abwischen. Und wir drehen das Ganze wieder. Und jetzt können wir diesen bekannten Tropfen Öl in unseren Doppeltumlaufgreifer geben. Und auch noch einmal gut verteilen. Und damit ist unsere Maschine unter der Maschine schon gut geölt. Wir klappen unsere Maschine zurück. An der Oberseite unserer Maschine möchten wir nun zunächst einmal den Kopf ölen. An unserem Kopf sehen wir jede Menge rote Punkte und diese roten Punkte möchten wir nun einmal ölen. Wir beginnen mit diesem stark sichtbaren Punkt und da geben wir in den äußeren Kreis einen Tropfen Öl. Das gleiche wiederholen wir bei dem vorderen Punkt. Ein Tropfen Öl. Wenn wir nun hier hineinschauen, da finden wir 3 gut sichtbare Punkte und einen versteckten Punkt. Wir starten mit den gut sichtbaren Punkten. Der erste sehr gut sichtbare Punkt, der ist hier. Und den erreichen wir ohne Schwierigkeiten mit unserem Ölkännchen. Ein Tropfen, ist er drin? So, ein Tropfen. Und wir verteilen den Tropfen. Die nächsten Punkte können wir schon gar nicht mehr so gut sehen. Die befinden sich genau hier in der Mitte. Da können wir nun ein Ölkännchen mit einer langen Spitze benutzen und können das Ganze, da kommt der Tropfen, einmal ölen. Wenn wir kein Ölkännchen mit einer langen Spitze haben, können wir auch eine gebogene Schere nehmen, so wie wir sie zur Applikation verwenden. Und hier an dieser Stelle, hier im Dunkeln, da ist der nächste Punkt. Damit wir diesen versteckten Punkt gut erwischen, geben wir einen Tropfen Öl auf unsere Schere. Und diesen Tropfen Öl lassen wir nun einmal in unsere Öffnung hineinwandern. Unsere Schere sitzt nun voller Öl und das ist gar kein Problem. Unsere Schere wird auch zwischendurch mal geölt und gereinigt und das können wir dann in einem Arbeitsgang erledigen. Mit dem nächsten roten Punkt ölen wir diese Hauptachse, diese Stange, die hier einen großen Reibungsaufwand hat. Wir geben einen Tropfen Öl in diese rote Tülle. Das ist wieder ein versteckterer Punkt. Und diesen versteckteren Punkt, dazu nehmen wir wieder unsere Schere. So. Die weiteren Punkte sehen wir gut. Kommen wir auch gut dran mit unserer Öffnung. Wenn wir das Gefühl haben, das funktioniert nicht so gut, ist immer wieder die Möglichkeit, das Ganze vorsichtig eintröpfeln zu lassen da. Ein weiterer Punkt, den wir ölen möchten, versteckt sich genau unter diesem Block. Jetzt kommt er hoch, da ist der Punkt. Der ist schwer zugänglich. So, und an dieser Stelle können wir, wenn wir mögen, wieder unser Ölkännchen nehmen. So, ein Tropfen. Oder aber wir lassen auch hier wieder einen Tropfen Öl über die gebogene Schere hineinlaufen. Der letzte zu ölende Punkt ist hier unter der Spuleinheit und zwar genau darunter. Wenn wir die Spulvorrichtung nun nach hinten ziehen, sehen wir auch da wieder einen roten Punkt. Und da kommt unser
allerletzter Tropfen Öl hinein. Jetzt haben wir jeden Punkt unserer Maschine geölt. Als nächstes schließen wir den Deckel und wir sollten auf jeden Fall jetzt einmal unsere Maschine zur Probe nähen lassen, damit wir das ganze Restöl, das jetzt in unserer Maschine ist, einmal wieder herausbekommen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen, quilten und ölen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!